Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. Heute habe ich wieder was ganz Einfaches für euch. Es handelt sich um das Kleid, was ich schon trage, aber ich zeige euch auch noch mal ein paar Detailzeichnungen. Es handelt sich also um ein Stufenkleid. Was haben wir? Wir haben ein ganz einfaches Oberteil, bei dem die Taille etwas höher gesetzt ist. Zwei Brustabnäher, die ein bisschen verkürzt sind, dadurch, dass ich mehr Weite in das Oberteil gegeben habe. Zwei ganz einfache Ärmel natürlich und zwei angesetzte Stufen, die gerafft werden und dann angenäht werden. Ich habe jetzt bei diesem Design auch noch einen Kragen gearbeitet. Den müsst ihr natürlich nicht arbeiten. Ich zeige euch zwar, wie er konstruiert und angenäht wird, aber das müsst ihr natürlich nicht machen und dann wird das Kleid eigentlich noch einfacher. Das Einzige, was ein bisschen Fleißarbeit benötigt, ist im Grunde genommen das Raffen der einzelnen Bahnen, die angesetzt werden, und das Ausrichten und ein bisschen Verteilen der Rüschen, damit es dann später schön gleichmäßig aussieht. Aber das ist eigentlich auch recht schnell gemacht. So, und damit ihr mir auch wirklich glaubt, dass das eine schnelle Sache ist, zeige ich euch jetzt, wie ihr das Schnittmuster konstruiert. Danach zeige ich euch, wie das Ganze genäht wird und auch noch ein paar Tragefotos. Und dann sehen wir uns zum Schluss des Videos noch mal ganz kurz wieder und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Den Grundschnitt für mein Vorderteil inklusive aller Markierungen habe ich bereits auf extra Papier übertragen. Hier ist mein Brustpunkt. Normalerweise bei eng anliegenden Oberteilen und Kleidern endet mein Brustabnäher 3 cm vor dem Brustpunkt. Hier jedoch gehe ich noch weitere 3 cm vom Brustpunkt weg, also insgesamt 6 cm. Da das Oberteil sehr locker sitzt und viel Mehrweite hat, finde ich es persönlich schöner, wenn die Brustabnäherspitze nicht zu weit in Richtung Brustpunkt geht. Die Schenkel zeichne ich hier an. Den Taillenabnäher ignorieren wir. Das Armloch vertiefe ich um 1,5 cm. Wie gesagt, das Kleid soll rundherum locker und bequem sitzen. Gleich den Armausschnitt korrigieren. Die Taille wird höher gesetzt. Da habe ich ein bisschen hin und her überlegt und mich letztendlich dazu entschlossen, von der Taille nach oben 4 cm abzumessen. Ich möchte hier auch einen V-Ausschnitt haben und ihr werdet es im Laufe des Videos noch merken, dass ich nicht ganz so entscheidungsfreudig war an dem Tag. Denn auch hier habe ich etwas gebraucht, um die endgültige Ausschnitttiefe bei 13 cm von oben gemessen anzusetzen. Es gibt einfach so Tage, da brauche ich etwas länger. Den Halsausschnitt verbreite ich an der Schulter um 1 cm und zeichne den neuen Ausschnitt an. Das müsst ihr euch wegdenken. An der neuen Taillenlinie stelle ich seitlich noch 1 cm extra an. Und nun falte ich den Abnäher und lege den Abnäherinhalt nach oben. Mit dem Kopierer den Bereich des Abnähers abfahren und die Seitennaht anzeichnen. Die Perforation zeichne ich noch einmal extra an, damit ihr es besser sehen könnt. Die Schenkel des Abnähers verlängern und rundherum die Nahtzugabe anstellen. Ich arbeite hier mit einem Zentimeter. Die vordere Mitte wird später an den Stoffbruch angelegt. Dort brauchen wir keine Nahtzugabe. Jetzt beschrifte ich mein Teil erstmal und kann es dann auch schon ausschneiden. Als nächstes zeichne ich den Beleg an. Der wird 6 cm breit von der Nahtlinie gemessen. Papier unterlegen und die Kontur des Beleges übertragen. Ich nehme auch wieder das Kopierrad und für außen einen Rollschneider.
das Papier an der Perforation ausschneiden und das Teil beschriften. Hier mache ich es jetzt genau umgekehrt, aber das ist ja völlig egal, in welcher Reihenfolge. Da ich ja einen Kragen annähen möchte, überlege ich mir nun, in welchem Abstand von der Schulter ich den Kragen ansetze. Bei mir sind es 8 cm. Aber auch hier kann man natürlich noch tiefer gehen, wenn man das möchte. Zum Schluss messe ich noch den Armausschnitt an der Nahtlinie aus und schreibe den Wert auf. Und damit ist das Vorderteil auch schon fertig. Kommen wir zum Rückteil. Auch hier alles auf Extrapapier übertragen. Ich habe Schulterabnäher, die zeichne ich hier an. Den Armausschnitt wie beim Vorderteil um 1,5 cm vertiefen und den Halsausschnitt um 1 cm verbreitern. Den rückwärtigen Ausschnitt vertiefe ich zusätzlich um 0,5 cm. Den Taillenabnäher ignoriere ich hier auch und versetze die Taille 4 cm nach oben. Und gebe auch noch den 1 cm extra Weite an der Seitennaht dazu. Den Hals- und Armausschnitt an der Nahtlinie ausmessen und die Werte aufschreiben. Beschriften und die Nahtzugabe anstellen. Die hintere Mitte wird ebenfalls an den Stoffbruch angelegt. Ausschneiden. So, auch für das Rückteil brauchen wir einen Beleg. Der wird genauso breit wie der des Vorderteils, nämlich 6 cm. Ich zeichne ihn erst einmal auf dem Schnittteil an und übertrage ihn dann auf Extrapapier. Der Ärmel. Mich für eine Ärmellänge zu entscheiden hat ewig gedauert. Ich wollte das Kleid nicht nur ausschließlich für den Sommer, also mit kurzem Ärmel haben, weil ich das Muster und die Farbgebung ganz jahrestauglich finde. Langer Arm war aber auch nicht so das Wahre. Letztendlich wurde es dann eine Mischung zwischen beiden, nämlich so ein Dreiviertelarm. Hier habe ich meinen Ärmelgrundschnitt, der hat die Nahtzugaben schon enthalten. Ich habe alles soweit übertragen und damit ich es nicht vergesse, nämlich dass die Vorlage schon Nahtzugabe inklusive hat, skizziere ich sie kurz an und beschrifte das Teil schon einmal. Und nun vergleiche ich die Längen von vorder- und rückwärtigem Ärmel mit denen des vorderen und rückwärtigen Armausschnittes. Achte darauf, dass die Armkugel sowohl im vorderen als auch im hinteren Ärmel eine Mehrweite zum vorderen Rückteil hat. So um 1 cm ist super. Dann bekommt der Ärmel nämlich eine richtig schöne Form und eure Schultern und Armkugeln passen super rein. Bei mir hat der Ärmel in beiden Bereichen jeweils 1 cm Mehrweite, perfekt also. Und dann habe ich an meinem Arm vom Handgelenk aus gemessen, wo mein Ärmel enden soll und diesen Wert dann an meinem Schnitt angezeichnet. Ich kürze den Ärmel um 14 cm. Ja, und dann war ich ein bisschen voreilig und habe das Papier an der Saumlinie umgefaltet und auch schon mal eingeschnitten an den Seiten. Dann fiel mir aber ein, dass ein bisschen mehr Saumweite nicht schaden könnte. Denn dann kann man den Ärmel hochschoppen und das Kleid wird noch sommertauglicher. Also klebe ich die Schnitte wieder zu
und gebe auf beiden Seiten 1 cm Saumwohlfühlweite dazu. Die Seitenlinie neu zeichnen und das Papier wieder umfalten und das Teil ausschneiden. Ich habe übrigens 1,5 cm Saumzugabe angestellt. Ich arbeite einen Einschlag-Umschlag-Saum. Den Stoff also zweimal für 0,75 cm falten und knappkantig absteppen. Und genauso falte ich den Saum beim Papier auch und korrigiere die Seiten mit der Schere. So sieht das dann aus. Mit dieser Technik könnt ihr den Saum später ohne Probleme einschlagen und umschlagen und es entstehen keine Fältchen, weil Stoff fehlt oder Stoffüberschuss da ist. Ich weiß, das mag jetzt ein bisschen pingelig sein, gerade bei einem so schmalen Saum, aber letztendlich ist es ein winziges Detail, das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und ein wirklich schönes Ergebnis liefert, wie ich finde. So, ausschneiden und das Oberteil ist fertig. Für alle, die den Kragen ebenfalls arbeiten wollen, kommt jetzt die Konstruktion. Alle anderen können das jetzt hier überspringen. Zuerst eine waage und senkrechte Linie zeichnen, so wie hier. Danach von der senkrechten den gemessenen Wert für den rückwärtigen Halsausschnitt anzeichnen. Von dieser Markierung den gemessenen Wert des vorderen Halsausschnittes, also bis zur Ansatzmarkierung auf dem Vorderteil, anzeichnen. Auf der senkrechten messe ich 1,5 cm nach oben ab. Von diesem Punkt trage ich die gewünschte Kragenhöhe ab. Bei mir sind es 5,5 cm. Von diesem Punkt wiederum im rechten Winkel eine Linie zeichnen. Eine Linie im rechten Winkel von der vorderen Markierung nach oben zeichnen. Die obere Linie 2 cm verlängern. Und jetzt im rechten Winkel 1 cm nach oben gehen. Ich weiß, ein bisschen seltsam, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Die Markierung für den gemessenen rückwärtigen Halsausschnitt, dem Schulteransatzpunkt, verlängern. Die 1,5 cm Markierung ebenfalls verlängern. Nun eine Linie von der Kragenspitze zur oberen Markierung zeichnen. Danach die obere Kragenspitze mit Hilfe einer leicht gerundeten Linie mit der vorhandenen Linie für die Kragenhöhe verbinden. Danach die untere Kragenspitze mit einer leicht gerundeten Linie mit der 1,5 cm Markierung verbinden. Beide Linien lasse ich in etwa beim Schulterpunkt in die vorhandenen Senkrechten einlaufen. Das Kragenschnittmuster sieht jetzt so aus, wenn man sich mal die ganzen Linien wegdenkt. Nun noch die Nahtzugabe anstellen. Die Senkrechte rechts wird an den Stoffbruch angelegt. Das schreibe ich gleich dazu und ebenfalls die Bezeichnung für das Schnittteil. Der Kragen wird zweimal im Stoffbruch zugeschnitten. Kommen wir zur Berechnung der Streifen für die Stufen. Hier müsst ihr euch überlegen, wie lang das Kleid getragen werden soll. Danach richtet sich die Höhe der jeweiligen Stufe. Ich habe die obere Stufe zum Beispiel schmaler zugeschnitten. Das ist Geschmackssache. Ihr könnt auch die obere Stufe breiter zuschneiden und die untere schmaler oder umgekehrt oder auch beide gleich breit zuschneiden. Ihr könnt auch noch mehr Stufen ansetzen, das ist ja ganz klar. Das Prinzip ist dann entsprechend so, wie ich es euch auch gleich zeigen werde. Zuerst die Taille des Oberteils ohne Nahtzugaben an der Nahtlinie ausmessen. Bei mir sind das 49 cm. Für die Breite der ersten Stufe rechnen wir den gemessenen Wert mal 1,5 oder einmal die komplette Breite plus noch einmal die halbe Breite. Bei mir sind das dann 49 cm, die Hälfte von 49 cm, also 24,5. Gesamt habe ich dann also eine Stufenbreite für die oberste Stufe von 73,5 cm. Die Höhe wiederum richtet sich nach eurer Körpergröße und, was wichtiger ist, die gewünschte Kleidlänge. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das ermitteln könnt, messt das konstruierte Oberteil von der Schulter zum Saum und schreibt euch diesen Wert auf. Messt an euch jetzt von der Schulter bis zur Wunschlänge des Kleides und zieht nun den Wert des Oberteils davon ab. Übrig bleibt der Wert, den ihr auf beide oder mehrere Stufen verteilen könnt. Wie habe ich ja schon oben erwähnt. Meine Stufe, die oberste Stufe, wird 27 cm hoch.
Ich habe übrigens die Breite auf 74 cm aufgerundet, nur dass ihr euch nicht wundert. Bei der zweiten Stufe gilt das gleiche, die Länge der Stufe 1 mal 1,5. Also bei mir 74 cm plus 37, was 111 cm entspricht. Meine Höhe habe ich mit 43 cm angesetzt. Ganz wichtig, die Nahtzugaben nicht vergessen, die sind da jetzt noch nicht mit bei. Ich arbeite ja mit 1 cm beim Saum, weil ich hier einen schmalen Rollsaum arbeiten will. Das heißt, dass zu allen Werten je noch 2 cm dazugerechnet werden müssen. Ich muss also meine Stufen wie folgt zuschneiden, und zwar jeweils zweimal für Vorder- und Rückteil. Ich arbeite hier mit einer Viskose. Ihr könnt aber auch einen anderen Stoff benutzen. Das Schöne an Webware ist ja, dass man sie meistens wenigstens reißen kann. Gerade hier bei den Streifen für die Stufen sehr, sehr praktisch. Ich schneide jede Stufenbreite zweimal zu, beziehungsweise ich reiße sie zu und kürze dann die Länge laut der Maße. Stoff also ausmessen, in die Kante einschneiden und los geht's! Alle Streifen sind fertig. Die Teile für das Oberteil habe ich bereits zugeschnitten und vorbereitet. Beim Vorderteil den Halsausschnitt und die Armlöcher mit Bügeleinlage verstärkt. Dazu nehme ich eigentlich immer die gleiche Bügeleinlage, die ich euch mal unter dem Video verlinken werde, falls es euch interessiert. Beim Rückteil ebenfalls, und nachdem ich die Schulterabnäher genäht habe, werde ich zusätzlich noch fadenverstärktes Nahtband aufbügeln, damit sich die Schultern im Laufe der Zeit nicht ausziehen. Den vorderen und rückwärtigen Beleg habe ich mit einer leichten Bügeleinlage beklebt, genauso beide Kragenteile. Ich beginne damit, die Schulterabnäher zu schließen. Dazu die markierten Schenkel bündig aufeinander stecken. Genauso stecke ich die Brustabnäher. Beim Kragen probiere ich eine Technik aus, die ich bei Marie von My Bucolic Life gesehen habe. Ich verlinke euch ihren Kanal unter dem Video. Ich stecke erst einmal nur die Oberkanten der Kragenteile rechts aufeinander. Danach die Belege an der Schulter rechts aufeinander stecken und nun zur Nähmaschine gehen und alles, was wir eben gesteckt haben, absteppen. Zuerst die Abnäher. Hier benutze ich wieder meine dünne Pappe, die ich an die Markierung lege und dann daran entlang nähe. Am Ende vernähe ich ein Stück vor der Spitze auf dem Abnäherinhalt. Hier nähe ich den Beleg. Und hier den Kragen. Die Besonderheit beim Kragen ist jetzt die, dass ich die Nahtzugabe gleich auf dem Unterkragen knappkantig zum Nahtschatten feststeppe.
Die Nahtzugaben des Beleges auseinanderbügeln und die Außenkanten mit der Overlock versäubern. Den Kragen bügele ich ebenfalls so, wie er letztendlich liegt. Die Naht rollt zum Unterkragen und ist so auf der oberen Seite nicht zu sehen. Als nächstes lege ich den Kragen rechts auf rechts und zwar so, dass die gebügelte Falz mittig liegt. Beide Seiten stecken und absteppen. Die Brustabnäher bügele ich nach oben und die Schulterabnäher zur Mitte hin. Danach bügele ich das Nahtband auf. Die Schulternähte schließen, Vorder- und Rückteil rechts auf rechts stecken. Ihr könnt sehen, dass meine rückwärtige Schulter länger ist. Das ist vollkommen okay und oft so. Ich stecke vom Hals bis zum Abnäher die Teile glatt aufeinander und verteile dann die Mehrweite. Am besten näht ihr, falls es bei euch ebenfalls so sein sollte, mit dem Rückteil nach unten und lasst den Transporter die Mehrweite einarbeiten. Die Nahtzugaben zusammen versäubern, zum Beispiel mit der Overlock oder einem Zickzackstich, und dann habe ich die Nahtzugaben knappkantig zum Nahtschatten auf dem Rückteil festgesteppt. Mir war danach. Bei den Ärmeln bügele ich die Säume schon einmal um und stecke sie dann an das Oberteil. Und auch beim Zuschnitt, wie man sehen kann, war ich nicht sehr aufmerksam, denn ich habe tatsächlich die Ansatzmarkierungen des Ärmels nicht auf den Stoff übertragen. Das hole ich hier nach. Glaubt mir, die sind wirklich wichtig. Aber jetzt wird gesteckt und abgesteppt. Die Nahtzugaben versäubern und in den Ärmel bügeln.
Als nächstes wird der Kragen angesteckt. Dadurch, dass die Naht zum Unterkragen rollt, steht der an der Unterkante etwas über. Das schneide ich hier weg. Dass der Kragen dadurch vielleicht 2 mm schmaler wird, stört mich nicht. Die Unterkante des Kragens gerne innerhalb der Nahtzugabe mit einer Naht fixieren. Dann schieben die Lagen nicht auseinander. Den Kragen gemäß der Ansatzmarkierungen anstecken und wenn ihr das Gefühl habt, dass er zu viel Weite in einigen Bereichen hat, dann schneidet für einige Millimeter einige Male in die Nahtzugabe des Ausschnittes, nicht des Kragens. An den Schnittkanten springt der Stoff dann ein wenig auf und lässt sich glatt an den Kragen anstecken. Aber bitte nicht zu tief einschneiden. Den Kragen innerhalb der Nahtzugaben mit einer Naht fixieren und danach den Beleg anstecken. Bei diesem zeichne ich mir den Nähweg an der Spitze an. Ich muss aber dazu sagen, dass ich eigentlich nie eine richtig echte Spitze nähe, sondern immer mindestens 2 Stiche gerade arbeite. Bei richtigen, echten Spitzen, das klingt jetzt komisch, aber ihr wisst, was ich meine, hatte ich bisher öfter schon das Problem, dass der Stoff nicht in der Naht gehalten hat, weil er ja in dem Bereich ziemlich eingekürzt werden muss. Und dann franzte der so raus und das sah wirklich nicht schön aus. Und deswegen nähe ich diese 2 Stiche mit einer engeren Stichlänge, damit mir das nicht passiert. Und bis jetzt hat das auch immer ganz gut geklappt. Wie gesagt, den Beleg anstecken und absteppen. Ein prüfender Blick, ob keine Falten eingenäht sind, aber das sieht gut aus. Die Nahtzugabe des Beleges kürze ich ein, auch die bei den Nahtkreuzungen. Zusätzlich schneide ich im Bereich der Rundungen in die Nahtzugabe ein und steppe die Nahtzugabe auf dem Beleg knappkantig zum Nahtschatten flach. Fertig damit, dann bügeln. Bei meinen Stoffstreifen für die Stufen habe ich mir in der Ober- und Unterkante die Mitte markiert und werde dann in der Oberkante aller Streifen 2 Raffnähte mit größerer Stichlänge nähen. In der Mitte vernähe ich, damit ich keine so große Strecke zum Verteilen der Falten habe. Ich beginne die Raffnähte an den Seiten mit einem Abstand, der der Nahtzugabe entspricht, vielleicht etwas mehr, und lasse ausreichend Ober- und Unterfaden hängen, damit ich später die Fäden bequem anziehen kann. Zuerst stecke ich die obere Stufe an die untere. Dazu stecke ich erst einmal die Hälfte der oberen Stufe, also die kürzere mit der rechten Seite nach oben auf mein Bügelbrett. Dann stecke ich die mittleren Markierungen beider Stufen aufeinander und die ersten Seiten ebenfalls.
die Lagen am Bügelbrett fixieren. Und nun die Fäden der unteren Stufe anziehen und die Fältchen einigermaßen gleichmäßig verteilen. Ich gebe zu, das dauert ein bisschen, ist ein bisschen Fleißarbeit. Wenn ihr mit der Faltenverteilung zufrieden seid, könnt ihr wie ich hier einmal das Bügeleisen draufsetzen und die Falten flach bügeln und fixieren. Das Ganze lässt sich so hinterher einfacher stecken und auch nähen. Danach die andere Seite genauso arbeiten und da wir hier einen vorderen und rückwärtigen Rock haben, das zweite Röckteil ebenfalls. Nach dem Stecken nähen, die Nahtzugabe versäubern und nach oben bügeln. Und nun werden die Rockteile an das vordere und rückwärtige Oberteil gesetzt, und zwar genauso wie eben gezeigt. Die Oberteile nacheinander mit der rechten Seite nach oben auf dem Bügelbrett fixieren und dann die kürzere Stufe an den Seitenkanten und der Mitte anstecken und nacheinander an beiden Stoffseiten den Stoff raffen. Die Fältchen gleichmäßig verteilen, kurz bügeln, absteppen, mit der Overlock versäubern und dann die Nahtzugabe nach oben bügeln. Fast fertig! Es fehlen noch die Seitennähte. Die Lagen rechts aufeinander stecken und darauf achten, dass die Nahtverbindungen der Stufen und der Achseln beider Seiten bündig aufeinander liegen. Absteppen, die Nahtzugaben versäubern und zum Rückteil bügeln. Das mache ich hier. Dann kürze ich noch beim Ärmel und Saum die Nahtzugabe der Seitennähte bzw. Unterarmnaht für ca. 5 mm ein. Ich möchte einen schmalen Saum arbeiten, der wird in 2 Arbeitsschritten genäht. Zuerst an der Maschine ca. 5 mm umgeschlagen und abgesteppt. Danach ein weiteres Mal für 5 mm umklappen und absteppen. Hier muss man eigentlich nichts abmessen oder vorher bügeln, weil man sich beim Umklappen am Füßchen orientieren kann. Ich habe einen Gradstichfuß eingesetzt und orientiere mich an der Breite des rechten Füßchenbereichs. Wenn der Saum genäht ist, nähe ich auch gleich die Ärmelsäume. Die hatten wir ja schon vorher vorbereitet und können sie jetzt ganz einfach knappkantig absteppen. Noch einmal schön bügeln und fertig ist das Kleid. Seid ihr meiner Meinung, dass das ein wirklich schnelles Nähprojekt ist? Ich hoffe ja. Natürlich erstmal das Schnittmuster machen, das dauert ein bisschen länger. Das Nähen später geht aber wirklich flott von der Hand. Und wenn ihr den Schnitt erstmal habt, dann geht es noch schneller. Dann habt ihr so ein Kleid
an einem Tag fertig. Das Schöne ist, ihr könnt auch verschiedene Ärmel ansetzen und das Kleid natürlich auch alljahreszeitlich machen. Das heißt, ihr könnt einen längeren Arm ansetzen für den Winter, für den Herbst, fürs Frühjahr, für den Sommer dann halt einen kürzeren Arm. Da könnt ihr richtig schön spielen und ganz viel, ja, Design im Prinzip. Ich habe mein Kleid ja jetzt knielang gearbeitet. Würdet ihr tatsächlich eher länger gehen oder sogar noch kürzer? Ich habe ja immer so ein kleines Knieproblem. Ich finde meine Knie ja fürchterlich hässlich. Deswegen zeige ich sie wirklich nicht gerne und eigentlich auch nie. Aber ja, würdet ihr das Kleid kürzer arbeiten, so wie ich jetzt, knielang, oder tatsächlich auch mal richtig bodenlang gehen? Schreibt mir das gerne mal unter das Video in die Kommentare. So, und jetzt fängt der Nachbar an mit dem Rasenmähen. Deswegen möchte ich das Video schnell beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Dann werdet ihr, wenn ihr auf die kleine Glocke klickt, mit ein bisschen Glück auch informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und dann wünsche ich euch noch eine richtig, richtig tolle Zeit mit bei eurer Nähmaschine. Habt viel Spaß beim Nähen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf, kombiniert Farben, Stoffe, lasst es so richtig krachen. Ich wünsche euch auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß dabei. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.